30 Folgen, Hammer! 24 Angler, Yes! 4 Gruppen, No Schneider! 3 Zielfische, Alter, wie geil ist das? ein Hauptgewinn und ein Titel. Der YouTube Predator Cup 2020 wird präsentiert von Abu Garcia, Garmin und LMAB. Hallo und herzlich willkommen zur dritten von 4 Folgen der Gruppe C im YPC 20. Am ersten Wettkampftag gingen bei Dietmar Isaias so ziemlich alle Pläne auf. Ein großer Hecht, 3 große Barsche, dazu ein mittlerer Hecht. Dietmar fehlt nur noch ein besserer Zander für ein absolutes Top-Ergebnis. Dahinter geht es deutlich enger zu. Markus von Ooy mit 4 besseren Barschen und Malte Gatz mit 3 mittleren Zandern und einem guten Barsch liegen fast gleich auf. Jan Pusch, Babs Kiewski und Amin Kolatek fingen jeweils früh einen Fisch, konnten dann aber keinen weiteren Treffer landen und starten heute in der Rolle der Aufholjäger. Frühaufsteher Amin macht wieder als erster seinen ersten Wurf. Er hat sich einen Spot an einem Großgewässer in Zone A für den Start ausgesucht. Ok, on est au deuxième jour, cette fois-ci on a changé de spot, on est en zone A. 6h51 et du coup l'objectif c'est de pêcher le cendre et la perche, mais pourquoi pas attraper un gros pike. Allez, c'est parti, nouveau spot, nouvelle chance de pêcher des gros poissons, nouvelle chance d'aller au top. Et si on n'a pas, ben, c'est comme ça, hein, c'est le destin. Allez, c'est parti. Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Für mich beginnt der zweite Tag der Competition. Gestern lief es ja ganz gut eigentlich. Ich hatte viel Spaß am Wasser und habe die Zeit auch wirklich genossen. Die anderen haben tolle Fische gefangen. Aber jetzt geht es halt ums Eingemachte. Ich habe einen Plan für heute, den ich in letzter Minute noch mal geändert habe, weil ich weiß, dass Anjak einer meiner Stellen fischt. Und deswegen, ich lasse ihn da in Ruhe und seinen Raum. Deswegen fische ich jetzt einen anderen Spot. Also mein Plan ist, an der ersten Stelle werde ich einen großen Barsch fangen und einen großen Zetti. Und dann switche ich nochmal zu Poldern, um auf Pike zu angeln. Und alles in Zone A. Viel Spaß bei der Show und hoffentlich kommt viel Fisch bei rum. Die Glücksbananen! Guten Morgen, ich bin am Wasser angekommen. Ja, Barschangeln ist angesagt, die Sonne scheint schon. Ich bin ein bisschen später aufgestanden, habe ein bisschen ausgeschlafen, kann man es nicht nennen. Aber ja, ich wollte, dass es ein bisschen wärmer ist. Gestern Morgen hat es nicht so gut funktioniert. Ich hoffe, dass an dem Platz Barsche kommen. Ich habe hier beim Training sehr viele gefangen. Hörte aber schon, dass die Bedingungen etwas schlechter geworden sind. Und ja, Daumen drücken. Ich fange mit meinem besten Köder aus dem Training an. G-Bump, heute in Black Chicken, ist eine UV-Farbe. Und ja, los geht's. Ja Leute, heute Tag 2 YouTube Predator Cup und gestern ein Hecht gefangen, Zander unwahrscheinlich schwierig, ich muss heute Gas geben, ich muss vor allem Barsche fangen, das ist erstmal Ziel, Barsche zu fangen, Leute. Vielleicht liegt es an meinem Bart, ich weiß es nicht, also wenn ich keinen Barsch fange, wirklich, dann rasiere ich mir den Bart. Ich habe einen Rasierer mit, das machen wir gleich im Hafen, völlig egal. Ja und wir werden sehen, also Ziel ist ein Hafen, da vermuten wir Barsche. Und drückt mir wirklich die Daumen. Oder schreibt vielleicht mal in die Kommentare, ob ihr glaubt, ich fange da einen Barsch. Oder ob ich mir meinen Bart rasieren soll. Bis gleich.
Ja, der erste Barsch. Oh, geil. Oh, Köder ist schon ab. Oh, kein großer. Oh, ich dachte, es wäre ein Plötz. Quer, hat gar nicht gebissen. Quasi im Liegen lassen oder im Ankurbeln. Oh, geil. Nicht groß, aber maßig und nimmt schon mal ein bisschen Druck weg. Der erste Fisch ist gefangen heute. Oh, 28. Ja, der kleine Fisch darf jetzt wieder schwimmen gehen. Kommt jetzt hier wieder zurück ins Wasser und dann hoffe ich, dass ich den nächsten fangen kann. Den ersten Fisch des Tages fängt Malte und er hat direkt Auswirkungen auf die Tabelle. 56 Punkte gehen auf sein Konto und er schiebt sich an Markus vorbei. Zweiter. Babs ist fast bereit für ihren ersten Wurf. Hier der Power Swimmer in Blue Electric Chartreuse muss natürlich mit dabei sein. Alles klein, weil ich jetzt auf Zander und Barsch angel. Also das ist jetzt ein Becken, wo die Schiffe halten können, bevor sie geschleust werden oder auch übernachten können. Es ist ziemlich monoton, es ist badewannenähnlich, aber es gibt zwei Löcher und auch ein kleines Plateau in Ufernähe, was ich jetzt abfische. Meine Taktik ist, dass ich erstmal einen kleinen Power Swimmer durchziehe und versuche so ein bisschen die Fische, die auf Grund sind, abzufischen, also Barsche oder Zander. Ja. Und wenn ich das dann gemacht habe, fische ich alles nochmal mit dem Wobbler ab, mit ein bisschen mehr Action, dass falls vielleicht Barsche in der Nähe sind, die aktiv sind, dass ich die damit abgreifen kann. Aber ich habe da jetzt ein Titanvorfach vorgeschaltet, weil einfach für den Fall, hier können auch Hechte sein und ich will es einfach nicht riskieren sobald ich mit Drilling fische, fische ich Stahl davor. Ich glaube, das ist auch richtig. Willkommen zum zweiten Tag der Gruppe C. Ja, ich habe mich entschlossen, zum Rhein zu fahren und eine recht gute, erfolgreiche Stelle, die auch beim Training in ein paar Stunden ordentlich Fisch gebracht hat. Leider musste ich feststellen, gute Stellen bleiben nicht verborgen, denn da waren heute schon Angler vom Boot aus, haben dort vertikal schon Zander gefangen und die waren jetzt so nett und wollen jetzt in den See hineinfahren. Wir schauen mal, aber das ist ein bisschen jetzt unruhig und ich werde mich jetzt auf eine Buhne hinstellen, da eine Stunde fischen und dann mich so langsam Richtung Einfahrt begeben und vielleicht da den einen oder anderen Zander fangen. Ansonsten muss man Plan B bereithalten, nämlich zu einer anderen Stelle fahren. Didi macht sich langsam bereit. Jan und Markus haben auch noch nicht angefangen zu fischen. Da wechselt Armin erstmals die Stelle. Hey ho, rentre du boulot. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho. Ok, les gars, on a essayé ce spot, mais c'est vraiment difficile. J'ai pas l'habitude de pêcher ce genre d'endroit. Donc on va sur un spot où j'ai fait du poisson pendant le pré-fishing. C'est mon plan pour la suite. On va prendre la voiture et c'est parti. Ja, es läuft schwieriger als gedacht. Ich hatte gehofft, es läuft ansatzweise wie im Training, aber das ist gerade gar nicht der Fall. Ich habe mir jetzt einen neuen Jigkopf gesucht und werde jetzt die Köder etwas kleiner wählen, um erstmal überhaupt Fische zu fangen. Ja, was bleibt mir anderes übrig? Die Bedingungen sind gerade schlecht. Vielleicht kommen sie nachher auch noch in bessere Stimmung und beißen etwas besser. Aber solange das nicht der Fall ist, werde ich mir jetzt erstmal noch etwas anderes, was Kleineres suchen. Hier, Peps, kleiner, 7 cm. Und ja, der ist jetzt gar nicht so viel kürzer als der G-Bump, den ich eben dran hatte, ist aber vom Volumen deutlich kleiner. Und ich denke, damit gelingt es mir vielleicht eher noch, den einen oder anderen Barsch jetzt zum Fressen zu überzeugen. Und ja, drückt die Daumen. Ich brauche auf jeden Fall noch was Größeres als den 28er Barsch. Denn ja, der gibt nicht so viele Punkte, wie ich mir eigentlich erhoffe hier.
Ja, viele Köderwechsel sind jetzt angesagt. Jetzt kommt so eine Mini-Zikade hier ran, mit der will ich mal die Ecke, wo der Fisch kam, ein bisschen vertikal ausfischen. Da werde ich jetzt mal hingehen und mal gucken, ob ich da einen Barsch mit rausgezuppelt kriege. Durch die kleinen Vibrationen, die dieser Köder aussendet, habe ich schon oft Barsche überzeugen können. Fisch. Jo. Oh, schöner Barsch. Oh. Thanks. Oh, yes! Oh, was ein Kämpfer. Das ist der Barsch, den ich wollte. Oh yes. Oh yes. Was ein Bär. Geil. Live bis auf der Kamera, vertikal auf die kleine Zikade, wie erhofft. Wow, besser geht's nicht. Oh, da ist der Puls richtig hoch. Zum Glück habe ich es noch zum Kescher geschafft, weil den hätte ich nicht mehr hochheben können. Ja, jetzt heißt es messen und den Fisch wieder schwimmen lassen. ...38 cm, das gibt richtig Punkte, so habe ich mir das vorgestellt. Wenn ich davon jetzt nur 1 oder 2 fangen kann, ich glaube, da bin ich gut im Rennen, dann geht es halt zum Hecht. Und ja, der Fisch darf natürlich wieder schwimmen und ja, kommt jetzt in sein Element zurück. Tschüssi, auf dass der nächste jetzt gleich kommt. Ein wirklich schöner Fisch für Malte. Er kann den kurz zuvor gefangenen 28er ersetzen und verbessert sich um 20 Punkte. Bien, je vais essayer cette autre partie là-bas avec le petit Speedmade et après je vais rebouger au cendres. Peut-être que le courant s'est activé, c'est vraiment ça qu'on cherche, un peu comme en mer quand les barres s'activent quand la marée monte ou descend. Ben là c'est exactement pareil en fait. C'est ça qui est fou en Hollande, c'est qu'il faut penser comme ça, il faut penser comme en mer. Ok, allez on va commencer un nouveau spot. Je vais essayer de pêcher par ici. So super exciting, new this year for Berkeley is the Berkeley Pulse Spintail. It's a tail spinner kind of lure, a metal lure, and it's perfect for pike, perch and zander fishing. It has a big spinner blade on the tail, but also a smaller blade attached to it. The small spinner blade gets like forced behind the big spinner blades and creates a lot of extra vibrations and a lot of extra movement in the whole body. And that's super killing for the perch fishing. It comes in 4 different sizes, the 5 gram, the 9 gram, 14 gram and 21 gram. It's equipped with a Fusion 19 hook, 8 different colors, so go check them out. Normalerweise nehme ich nicht so viel mit, aber das wird jetzt heute unser Basislager sein. So die Fische beißen, werden wir nicht viel durch die Gegend fahren. Und dementsprechend habe ich alles mitgenommen, damit ich nicht zum Auto latschen muss. Also, das ist wirklich cool, Gummifischen. Auch da, wenn der Zapfen vorne, also die Krause, super hält, aber ich werde nicht viel wechseln heute und deswegen mache ich das mit einem Sekundenkleber, fixiere das noch einmal ganz kurz und immer einen Primer verwenden und danach einfach den Sekundenkleber. Das ist wirklich eine super Kombination, diese beiden Dinger. Das sind übrigens auch die Leute, die auch immer permanent auf all den ganzen Angelmessen stehen. Also der Kleber ist echt der Knaller. Und der greift auch nicht die Köpfe an und Gummi und alles easy. So.
Barsch. Der nächste Fisch. Wahnsinn. Es läuft. Liegt an. Press. 32. Ja. Das ist er. 32 cm. Wieder gute Punkte. Ich glaube, die Zikade läuft. Ich werde das weiter versuchen in der Ecke und ja, hoffentlich fange ich noch so einen Barsch. Zurück mit dem. Plumps. Und der darf sich jetzt vermehren und uns viele weitere Barsche schenken. Fischmäßig ist das hier bislang eine One-Man-Show. Auch der dritte Barsch verbessert das Ergebnis des Ganki-Teamanglers, der einen 45er Zander aus der Wertung werfen und durch einen 64er ersetzen kann. Dietmar ist nun bereit für seinen ersten Wurf. So, noch wenige Sekunden, dann der erste Wurf im Fluss auf Zander in der Gruppe C, zweiter Tag. Und wenn ihr vielleicht euch wundert, was dieser Stock dieser kleinen Büchse hier zu tun hat, das sind so meine Markierungen, wenn ich mir die ein oder anderen Teststrecken vorgenommen habe, wo ich gut gefangen habe, wenig Hänger bekommen habe. Die markiere ich mir und da liegt ja genug Unrat immer am Wasser rum, leider Gottes, das nehme ich nachher natürlich mit. Und so kann man sich so ein paar schöne Angelstellen markieren, die findet man auch garantiert wieder. So, genug gequatscht, jetzt wird zur Tagesordnung geschritten. Fische fangen. Ich wünsche mir viel Glück. Ok, maintenant on va dans un spot où j'ai pêché ce matin. J'ai un très bon feeling sur ce spot. On va voir si ça se confirme. Allez, venez. Non, non, stick, non! Ah! Oops. Pike, maybe. It's not a perch. C'était pas une perche. Je pense que c'était un brochet, je pense. Perch, I think. Pike. Enfin! No Schneider. Après avoir raté le très gros brochet, voilà un petit pike, je pense, de 60-70 avec un tout petit leurre Spin Made de chez Berkeley. Oh, it's cool. Je vais mouiller ça. Comme ça, on va pouvoir mesurer le brochet. C'est 73. Ouf. Ah, ça c'est cool. Allez, on continue. Einen guten Fisch verloren, doch es dauert nicht lange, da kann Armin dann doch einen schönen Hecht erwischen. Im Anschluss an diesen Fang, der ihm Platz 4 bringt, wechselt er den Spot.
Là, enfin, je sors un poisson. J'ai décroché très gros, je pense. Au-dessus de 90, c'est sûr. La canne est très light. C'est fait pour pêcher la perche à la base et le cendre. Mais je pense que je rate quelque chose de très gros. Et juste avec ce petit leurre, vous vous rendez compte? Moi qui pêche big bait, alors que juste un petit leurre, ça suffit. Merci Simon pour le leurre. Maintenant, on va essayer de prendre un cendre parce que j'ai fait mon brochet. Il me faut un cendre et après big perche. Comme ça, on sera bien. Armin macht sich auf den Weg zur nächsten Stelle, doch der Platz, an dem er erfolgreich war, ist nicht lange leer, denn Babs taucht etwas später an derselben Stelle auf. Der war aber schnell unterwegs. Eine neue Stelle. Die erste Stelle, die ich hatte, die ist so ein bisschen, na, entweder spuckt sie Riesenfische aus oder aber sie macht gar nichts. Mit mir hat sie gar nichts gemacht. Deswegen habe ich jetzt geswitcht. Ich bin im Prinzip auf der anderen Seite und werde jetzt hier versuchen, meinen Barsch zu kriegen. Im Training hatte ich hier ganz gute Erfolge mit Simon zusammen. Wir haben einen schönen fetten Barsch gefangen. Ich glaube, der hatte 46 cm oder so. Und habe die Stelle dann noch komplett in Ruhe gelassen. Und in der Hoffnung, dass halt nicht nur ein Barsch unterwegs war, sondern eine ganze Schule. Haben denn eigentlich die anderen gefangen? Sieht es bei denen besser aus? Oder haben die auch alle Hänger? Also ein Fred wollte ich jetzt machen. Also Fred hatte in der ersten Zone auch keinen Fisch gefangen. Und dann hat am zweiten Tag nachgelegt. Ich wollte den Fred jetzt spiegelverkehrt machen, nämlich in Zone A ganz viele Fische fangen. Oh no! Perfekto, Dankeschön. Thank you well. Aber es ist schon, ja, der Druck und der Stress ist schon da. Es ist irgendwie was anderes, als wenn ich da immer als Moderatorin dahinter gestanden habe und so immer nur beobachtet habe. Das ist alles sehr entspannt. Aber selbst als Angler davor, ich meine, ich bin froh, dass ich hier nicht jemanden neben mir habe, gegen den ich angeln muss. Das ist ganz gut. Auch, dass ich kein Ergebnis jetzt weiß, wie es steht und so, ist mir ganz recht. Natürlich scheiße, wenn einer der anderen Teilnehmer schon hier war. Arminiak. Ich habe gehört, der hat einen schönen Hecht gefangen. Ja Leute, wir sind jetzt am Platz und ich habe hier ein paar tolle Köder schon in der Hand. Ich habe gehört, dass Krebse unwahrscheinlich fähig sind und ich bin auch richtig nervös. Also ich muss ja heute Barsche fangen. Also mein Ziel ist es einfach 3, 4 Barsche zu fangen und einen Zander und dann habe ich gute Chancen auf das Viertelfinale beim YouTube Pferdedeck Cup. Also gerätmäßig die Solid hier. 15 Gramm von Freestyle, eine Streetfishing-Route praktisch, eine kleine Twin Power drauf und eine geflochtene Schnur, aber sicherheitshalber, weil vielleicht der eine oder Hecht da ist, auch mit Titaniumspitze natürlich. Aber Barsche, Leute, drückt mir bitte die Daumen. Ich brauche jetzt Barsche und wenn das nicht klappt, ich rasiere mir gleich sofort den Bart hier. Also das, ja, wir werden gleich sehen. Ja? Drückt mir die Daumen. Ja, und auf der anderen Seite steht Malte, mein Mitkonkurrent, ja, auf der anderen Seite versucht er auch irgendwie bestimmt Barsche zu fangen, denke ich mal. Also er hat auf jeden Fall leichtes Gerät, was ich hier sehen kann. Fänge habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber so trifft man sich hier wieder. Ja, der Spot scheint irgendwie doch bekannt zu sein. Ja, und gut, klar. Würde mich natürlich auch freuen, wenn er auch die Barsche hier fängt. Ja. Wir Ostdeutsche müssen ja zusammenhalten, ne? Gerade wenn wir aus MV kommen beide. Ist auch nicht regulär.
Ja, auch sowas passiert mal, dass Fische nicht im Maul hängen. Das kann verschiedene Gründe haben. Das kann sein, dass der Fisch halt wirklich einfach im Weg stand. Es kann aber auch sein, dass er geguckt hat und fressen wollte, aber einfach den Köder nicht richtig taxiert gekriegt hat, vorbeigeschossen ist. Es ist immer schwierig zu sagen. Es ist auf jeden Fall keine Absicht. Das sind ganz kleine Bewegungen, die ich mache und von daher darf der Fisch jetzt wieder schwimmen und zählt halt nicht für den Wettkampf. Ja, eben wurde kurz der Taschenrechner bemüht von mir. Ich habe mal die Punkte ein bisschen versucht zu rechnen, mir zu überlegen, wie das ist, was ich brauche. Und ich habe jetzt einfach beschlossen, Barschangeln ist hier vorbei. Es beißt nicht so wie im Training, es ist wirklich schwer und wirklich schlecht. Ich konnte mit der Zikade ein paar Fische zu einer Reaktion überzeugen, dass sie gebissen haben. Ich glaube, sie haben die Vibration jetzt einfach kennengelernt, deshalb ist jetzt Feierabend. Hier fängt keiner wirklich was, außer die Wurmangler dürfen wir nicht sozusagen. Von daher geht es jetzt zum Hecht, ich brauche noch ein feuerfrei. Übrigens, da drüben steht der Jan, der versucht genauso wie ich Barsche zu angeln. Ich schmeiße jetzt die Sachen schnell ins Auto und dann gehe ich noch mal ganz kurz rüber. Die 3 Minuten, die nehme ich mir. Hi. Wer hätte das gedacht? Na, so trifft man sich wieder hier, du. Guten Morgen. Hi, grüß dich. Na, Hi, na, alles klar oder was? muss, Ja? bei dir. Schwer. Angefangen, ich habe gedacht, ich bin schon so richtig aufgeregt. Jetzt machst du den Wurf, jetzt knallt es gleich. Ich habe nicht einen Biss gehabt. Ja, Und ich habe gesagt, wenn ich jetzt gleich nicht einen Barsch fange, rasiere ich meinen Bart. Ich habe einen Rasierer mitgebracht. echt? Ja, die rasiere ich gleich ab, live? weil vielleicht liegt es am Bart. Ich habe Barsche gefangen, aber es ist eine ganz, ganz komische, harte Nummer. Irgendwie ganz tricky und Hast ganz, ja. Er hat gefangen. Siehst du, das ist schon gut. Aber es Siehst ist du, das super schon schwierig hier. Es geht nur über Reaktion. Also so richtig aktiv sind die nicht. Die wollen eigentlich nicht fressen. Man muss ihnen irgendwas zeigen, was sie ja noch nicht gesehen haben und sie ja, mit gewisser Technik dann versuchen zu überzeugen. Schwierig. Ich gebe Gas. Ich versuche jetzt nicht zu angeln, dann ist Ja. die Karte voll. Alles klar. Mal schauen. Siehst Ne? du, alles klar. Ne? Okay. Hast Viel du schon Spaß Zander wünsche ich angeln? dir. Nee. Nee, noch nicht. Fährst du noch? Na ja, fahre ich noch. Ja. Ich brauche noch einen Zander oder sowas. Oder 3, 4 oder wie auch immer. Ja, wenn die Barsche hier nicht mitspielen, ist das echt scheiße. Es war Ja. so eine sichere Nummer Ja. aus dem Training. Ne? Ist aber nicht. Ist es nicht mehr, ne. Oh Gott. Aber vielleicht machen sie irgendwann das Maul noch auf, wer weiß. Gut, Wir Abfahrt, kämpfen weiter. die Zeit läuft. Ja. Bis denn dann. Viel Glück. Ciao, ciao. Tja, kann man nichts machen. Wenn man nichts fängt, dann muss gleich der Bart dran glauben hier. Und kennt ihr diese Tage, wenn nichts geht und ihr werdet verrückt und vielleicht seht ihr noch, dass andere Leute fangen und dann fragt ihr euch, was macht man falsch? Das gibt es doch nicht. Très bien, nous venons d'arriver sur un autre spot et l'objectif c'est de prendre 4 cendres si on peut. Si on en fait 1, 2 ce serait pas mal et après on ira pêcher la perche, d'accord? Donc là je vais utiliser une plombée classique en 10 grammes avec un Rock Vibe coloris chartreux parce que les os sont très mâchés, voilà. Elles sont mâchées, elles sont boueuses carrément donc c'est très difficile. L'objectif c'est de lancer très très loin et de gratter, de lancer. Allez, c'est parti. Bismillah. Allez, on va bouger un petit peu, il reste 3 lancers et après on va avancer un petit peu sur la digue, d'accord? Même s'il y a d'autres pêcheurs, on va essayer de ne pas les déranger.
bin jetzt am 3. Spot für heute. Die Barsche in den großen Gewässern, die wollen nicht so wie ich will. Deswegen bin ich jetzt in so einen kleinen Kanal gefahren, der eigentlich immer kleine Barsche rauszaubert. Nun ist hier aber so viel Verkehr, so viel los. Gefällt mir nicht ganz so. Aber ich probiere es jetzt einfach ein bisschen mit Dropshot, Kleinködern. Vielleicht kann ich ja hier 1, 2 kleine Barsche fangen. Vielleicht reicht es ja auch schon und dann gehe ich einfach Zanderangeln und Hechtangeln und kicken wir mal. Ich weiß nicht. Also ich weiß schon, aber ich kann mich nicht konzentrieren. Zu viel Lärm. Bisschen dick das Fluorocarbon jetzt. Schau mal, zum Glück habe ich in meiner kleinen geheimen Kiste ein paar Dropshot-Köder. Gucken wir mal, auch kleine Haken. Also jetzt geht es wirklich auf Kleinbarsch. Aber sobald er maßig ist, kann der natürlich gute Punkte bringen. Oh Mann, Babybarsch. Ich gehe gezielt Babybarsch angeln. Barsche sind Kannibale, deswegen ist meine erste Wahl auch ein kleiner Superbarsch. Oh je, das sieht verzweifelt aus, oder? Wenn man mit Kleinködern in der Competition angelt. Nein, bin ich nicht. Ich freue mich jetzt aufs Kleinbarsche-Angeln. Das wird super. Tag 2, YouTube Predator Cup. Ich bin heute in Zone A unterwegs. Gleich auf unser wie gestern, bisschen andere Laune. Gestern hatte ich Pech mit den Hechten und jetzt brauche ich heute Hecht und Zander. Und in Zone A kenne ich mich mit Hechtspots wirklich schlecht aus vom Ufer. Darum gehen wir jetzt hier in den Angelladen. Wir haben einen Tipp bekommen, dass es hier Polder gibt, die man aber nur mit Vereinskarte befischen darf. Und jetzt hole ich mir hier eine Vereinskarte. Habe schon angerufen, die haben Karten da. Jetzt gehen wir schnell rein. Will be this corner over here. Huh? Also nichts geht über den lokalen Angelladen. Hashtag support your local dealer. Thank you. Schaut hier mal vorbei, weil der Unterschied ist, ihr könnt online schon irgendwo gucken, wo was ein Cent billiger ist, aber das Wissen und die Erfahrung der Leute gibt es im Laden. Beratung. Sehr geil. Eine oder zwei? Eine. Ich beklage mich immer, ich habe so endlos viele Köder, darum hänge ich immer mal wieder was weg. Nur aus Überzeugung. Schön voluminös. Heute ist er ein bisschen bedeckt. Nehmen wir den. Thank you very much. Good luck. Thank you too. Catch a big one. I hope so. Okay, we'll see the movie. You can check it out. I hope the plan works. Thank you very much and have a nice day. Bye bye. Bye. Jetzt kommt hier Stress auf, Leute. Stress. Jetzt gehe ich volles Risiko. Stahlspitze weg, nur Fluorocarbon und ganz kleinen Krebs. Den habe ich mir mit Salah, meinem Freund Salah, in Marokko in einen Angelladen gekauft. Diese Packung Krebse hier. Und ja, ich fand die damals richtig geil. Ich sage, Mensch, kann ich vielleicht gebrauchen zum Barschangeln? Und jetzt brauche ich sie. Und ich hoffe, Salah, mein Freund, falls du zuschaust, die Dinger bringen mir Glück hier. Versuche einfach jetzt mal den Köder ein bisschen zu schleifen. Ganz vorsichtig über den Grund. Probieren. Wollte der Angler nebenan mir ein paar Maden geben, weil er sieht, dass ich nichts fange. Und ich hätte so gern Barsch, hat er mitgekriegt. Wollte mir Maden geben. Aber es ist natürlich nicht erlaubt. Die fangen ja alle ihre Fische, diese Maden. Ah, jetzt hatte ich Mist. Einen super kleinen Spintail, super klein. Vielleicht ziehen denen ja die Maden vor. Aber es ist schon doof, wenn die links und rechts fangen die alle ihre Fische. Die Barsche. Würden mir alle reichen. Knapp maßig. Ja, verdammt, ich bin jetzt hier kurz auf den Parkplatz rangefahren. Mein Navi sagt immer weiter auf der Route, aber überall, wo ich abbiegen will, sitzen Leute und haben die Straßen versperrt. Keine Ahnung, was da los ist.
Ich weiß nicht, ob das womit das zu tun hat. Ich muss mir jetzt überlegen und gucken, ob ich eine andere Route finde oder ob ich da überhaupt reinkomme in den Ort. Ansonsten heißt es jetzt schon poldern und doch nicht mehr zum Hafen und da auf Hecht versuchen. Komische Sache, das kostet auf jeden Fall Zeit, richtig nervig. Ja, angekommen am Polder. Hecht soll es werden. Ihr seht, ich habe von meiner großen schweren Tasche auf eine kleine leichte gewechselt. Einfach um viel zu laufen, viel unterwegs zu sein, bewegungsfrei zu sein. Ich kann nicht jedes Mal meine Tasche abstellen, wenn ich einen Wurf machen will, sondern ich muss die Tasche aufhaben und immer werfen. Ja, los geht's, kommt mit. Ein Albtraum. Es beißt kein Barsch. Und gleich werde ich meinen Rasierapparat rausholen, Leute. Und dann werde ich mich hier rasieren müssen. Oh nein, dann liegt's am Bart. So Leute, jetzt renne ich zum Auto. Weil da muss irgendwo mein Rasierapparat sein. Und dann geht's los. Also das kann doch nicht wahr sein, dass ich hier nicht einen Barsch fange. Das kann nur der Bart sein. Oh Gott, oh Gott. Was ist das hier los? Akku müsste auch aufgeladen sein. Jetzt kommt der Bart ab und dann hoffentlich fange ich einen Fisch. Also man ist so langsam am Verzweifeln. Der ist natürlich auch sehr lang. Das ist ein bisschen schwierig. Und das geht alles von meiner Angelzeit ab. Also auf jeden Fall bleiben die Leute hier schon stehen. Und die Leute, die vorbeifahren hier, die gucken natürlich alle, die müssen denken, sag mal, der Deutsche hat doch einen Schaden. Ja. Okay Leute, so. Ich habe mich rasiert, ich habe alles eingehalten und jetzt müssen wir uns überlegen, was ich mache. Ich denke, ich werde jetzt erstmal auf Zander wechseln, das heißt jetzt Zander angeln und zurück später nochmal zum Barsport hier, weil ich habe jetzt auch kein Vertrauen mehr weiter, trotz fehlendes Bartes. Aber wir werden erstmal Zander machen und ich hoffe, also drückt mir die Daumen, also mehr geht nicht, also mehr Einsatz geht wirklich nicht. Ich brauche jetzt Fische. So, bis gleich. Während Jan schon zu Verzweiflungstaten greift, lässt sich Markus überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Dabei hilft ihm vermutlich, dass er nicht weiß, dass Malte in der Tabelle deutlich an ihm vorbeigezogen ist. Zudem läuft seine Zeit ja auch noch nicht, anders als bei Babs und Dietmar, die schon an Weilchen angeln, aber wie Jan noch keinen Biss vermelden konnten. Wir sind am ersten Spot, auch noch im Zeitplan, alles easy soweit. So klein fische ich selber eigentlich nie auf Hecht, aber das scheint aktuell am ehesten zu funktionieren. Ich werde das mit der Beast Boat Spinning Version angeln. Da habe ich einfach viel weniger Anstrengung, die leichten Köder gut werfen zu können. Also jetzt hier diese kleinen Dinge mit der dicken Schnur auf der BC, das wäre dann mehr Fetisch als nützlich. Nur dass eine BC drauf hängt, das muss ja nicht sein. Zum Glück habe ich ja diverse Routen dabei. Also ich nehme jetzt ein paar größere Köder schon mal weg. Ich habe immer noch genug großes Zeugs. Ich kenne auch den Polder nicht. Ich weiß nicht, ob die direkt alle die Helme aufsetzen, wenn hier was reinplatscht in der Größe. Aber ich werde jetzt quasi von meinen Zanderködern hier was umrüsten, umpacken. Die Köder da im Laden hätte ich nicht wirklich gebraucht. Aber ich finde, wenn die Beratung so toll ist im Fachgeschäft, dann kaufe ich einfach was aus Anstand. Und für uns Angler sind ja Köder sowas wie Obsession. Kann man ja nie genug haben. Ja Leute, so viel Pech kann man nicht haben. Also jetzt haben wir noch einen Müllwagen vor uns hier in Holland. Oh, ich werde hier wahnsinnig, du. Also das ist also wirklich, da kommt ja eins zum anderen. Ich habe mich doch gerade rasiert. Das gibt es doch überhaupt nicht. Ich muss zum Angeln, ich muss Fische fangen. Oh nein, nur die Zeit läuft. Man kämpft jetzt nur noch gegen die Zeit. Das gibt's nicht, du. So, jetzt ist das wirklich... Ihr seht, ich streng mich an, aber irgendwie... Ja, Mann. Ja Leute, total im Stress. Wir brauchen Zander. Jetzt Kurzstrategie gewechselt. Es hat sich auch zugezogen. Die Barsche sind zickig. Ich denke mal, weil die Sonne weggegangen ist.
Und jetzt alles auf Zander und vielleicht danach nochmal auf Barsch oder wir erwischen hier einen Barsch. Ja, wir müssen weiter kämpfen hier. Das ist richtig stressig, du. Aber es macht Spaß. Es ist angenehmer Stress. Und wenn die Fische jetzt beißen, drehe ich durch, Leute. Ehrlich gesagt, drehst du jetzt schon ein bisschen durch, lieber Jan. Ganz anders als Malte, der ganz ruhig und besonnen an einem Polder versucht, den fehlenden Hecht zu fangen. Fisch. Oh yes. Bitte, bitte, bitte. Ja. Der Haken hängt im Maul. Ihr seht's. Oh, cool. Das ist er. Kein Monster, aber ein Hecht. Die Karte ist voll. Mega geil. Ja. 69 Zentimeter, kein Riese, aber richtig geil. Es kommt bestimmt noch ein Hecht. Der darf wieder schwimmen. Opa. Ah. Tschüssi. Yes. Geil. Das freut mich. So darf es weitergehen. Malte macht in diesem Turnier bisher so ziemlich alles richtig. Gestern ging er auf Zander und fing Zander. Heute Morgen wollte er Barsche fangen. Auch das klappte. Und jetzt fängt er gezielt den Hecht, den er für die Full Card noch dringend braucht. Beeindruckend, wie unaufgeregt er seinen Plan Schritt für Schritt umsetzt. Der Mecklenburger steht nun bei starken 424,1 Punkten und ist Dietmar nun ganz dicht auf den Fersen. Schauen wir mal, ob er jetzt noch ein paar Fische verbessern kann. Ja, ein kurzes Wort zum Gerät am Polder. Ja, das ist die gleiche Route, wie ich gestern schon auf Hecht geangelt habe. Gunki, THG 200er Größe. Eine recht starke Schnur, 22er. Die Route ist eine Chuten 210 M bis MH, hat maximal bis 35 Gramm Wurfgewicht. Ja, und der Erfolgsköder, der Gunki Scanner, das ist ein zweiteiliger Swimbaит mit einer Gummiflosse. Der hat den Bauchdrilling drehbar, damit ihr nicht so viele Fische verlieren könnt. Der hat hier an den Seiten zwei Flossen, die den Köder in der Bahn halten. Das heißt, der slidet zwar zu den Seiten, überschlägt sich aber nicht, weil diese Flossen den wirklich in der Bahn halten und auch dafür sorgen, dass er ein bisschen abtaucht. Dann gibt es eine ganz besondere Neuerung an diesem Köder, die bisher noch nicht wirklich viele Köder haben. Der hat hier eine Öse und in diese Öse kann man ein passendes Gewicht, das ist jetzt ein Elex John Weight, einhängen. Und damit kann man den Köder so beliebig einsetzen, wie man es braucht. Man kann den tief runterbringen damit, man kann ihn aber halt auch ohne Gewicht ganz flach fischen, wie ich es jetzt heute in den Poldern mache. Sollte ich heute noch mal irgendwo hinkommen, wo es tiefer ist, dann nutze ich bestimmten John Weight, um den Köder runterzubringen. Nach diesem kleinen Exkurs über Maltes Erfolgsköder machen wir für heute Feierabend. Didi und Malte gehen als Favoriten in die letzte Folge. Markus hat zwar noch volle 8 Stunden Angelzeit, muss aber sowohl Hecht als auch Zander fangen, um überhaupt noch eine Chance aufs Weiterkommen zu haben. Amin, Jan und Babs müssen langsam loslegen. Doch wir wissen alle, wie schnell es manchmal gehen kann, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat und so die letzte Folge in Gruppe C verpasst, ist selbst schuld. Denn eins können wir verraten: Es wird spannend. An dieser Stelle wollen wir Markus' Plädoyer für die Offline-Shops aufgreifen. Wir freuen uns sehr über Käufe in unserem Online-Shop, doch genauso gut finden wir es, wenn ihr die lokalen Angelläden unterstützt. Wenn ihr dort dann LMAB-Artikel und Produkte von anderen Marken kauft, die am YPC teilnehmen, supportet ihr nicht nur den Local Dealer, sondern auch dieses Projekt. Mit Likes und Kommentaren natürlich auch. Macht's gut!
Tschüss.